Am Wochenende habe ich einen Landwirt angerufen aus meiner Heimat in Deutschland. Er führt einen Betrieb in Ostfriesland in Niedersachsen und ich habe ihn gefragt, was ist eigentlich euer größtes Problem? Seine Antwort war, dass sie ihre landwirtschaftlichen Flächen unter Wasser setzen müssen. Ja, sie müssen ihre Wiesen und ihre Felder unter Wasser setzen, um die ehemaligen Moore wieder zu vernässen. Das schreibt die neue Verordnung zur Wiederherstellung der Natur vor. Die Landwirte sind in Ostfriesland verzweifelt, weil sie dadurch Einkommens- und Vermögensverluste in Milliardenhöhe erleiden. In Ostfriesland geht es um Flächen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von Kriegsflüchtlingen in mühseliger, jahrzehntelanger Arbeit trockengelegt wurden. Die zahllosen Gräben und Kanäle haben sie von Hand mit Schaufeln gegraben. Das taten sie, um sich eine neue Existenz aufzubauen, nachdem sie alles im Krieg verloren hatten. Und jetzt sollen sie wieder ihre Flächen verlieren und ihre Existenz. Nun sollen sie ihre Vieh- und Milchwirtschaft aufgeben und stattdessen Torfmoose anbauen oder Reet für Hausdächer. Doch dafür gibt es weder einen Markt, noch haben die Landwirte die notwendigen Maschinen dafür. Das ist eine staatlich verordnete sozialistische Planwirtschaft, die regelmäßig in die Armut geführt hat, und das lehnen wir entschieden ab. Eine Studie schätzt, dass die Wiedervernässung unsere Landwirte im Durchschnitt 4.000 € pro Hektar kosten wird. Die Ersteinrichtung von Torfmooskulturen kostet 49.000 € pro Hektar. Ja, pro Hektar. Und die Anschaffung von Erntetechnik 400.000. Diese Zahlen habe ich aus einer Studie entnommen, und das sind Kosten für die Landwirte, die nicht tragbar sind. Allein in Niedersachsen sollen trotzdem 20.000 Hektar jedes Jahr wieder vernässt werden. Und das, weil es in diesen Böden Torf gibt. Torfe sind unvollständig zersetzte pflanzliche Materialien, die auf natürliche Art und Weise viel CO2 freigeben. Unter Wasser wird das zwar eingeschränkt, aber, und das ist das große Aber, dafür werden Faulgase und Methan freigesetzt. Und Methan hat eine 25-fach stärkere Wirkung als CO2. Abgesehen davon gibt es bis jetzt keinen einzigen schlüssigen physikalischen Beweis, dass CO2 den globalen Temperaturanstieg maßgeblich verursacht. Trotz allem wird unsere, lachen Sie ruhig, das entspricht der Wahrheit, trotz allem machen Sie sich lächerlich. Trotz allem wird unsere Landwirtschaft rücksichtslos im Eiltempo zerstört. Wir vom ESN, der Fraktion Europa der souveränen Nation, fragen Sie deshalb, was können Sie tun, um diese EU-Grausamkeit und diesen ökonomischen Unsinn sofort zu stoppen?